Die Autorität des Gläubigen werden wir heute Morgen dieses Thema abschließen. Und eine kurze Wiederholung von was wir bisher gehört haben. In die erste Woche, wir haben gelernt, Gott hat uns Menschen in sein Ebenbild geschaffen und der 8. Psalm sagt uns, gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht. Well, wir haben studiert, was passiert ist. Ein gefallener Engel hat ihn ausgetrickst und im Grunde genommen, Adam hat durch sein Tun Hochverrat begonnen. Und es wurde von ihm weggenommen, diese Herrlichkeit, diese Pracht, diese Fähigkeit im Leben zu herrschen unter Gottes Ordnung. Gott hat ihn geschaffen, zu herrschen, zu bebauen, zu beschützen. Und er hat das weggeworfen. Und leider, wir sind geboren in eine gefallene Welt, wo wir schutzlos waren, bis das Evangelium kam. Sieh, Gott war nicht überrascht bei Adams Übertretung. Gott wusste bevor der Grundlegung dieser Welt, dass es geschehen wurde. Und hat schon, bevor der Mensch geschaffen worden war, einen Plan ausgedacht. Dass Gott, der Sohn, der seit Ewigkeit hier immer war und immer ist und hat alles geschaffen, einer von uns wurde, nahm Fleisch auf sich und lebte unter uns und zeigt uns den unsichtbaren Gottes, zeigt uns, wie sehr Gott uns liebt, aber er hat auch einen Preis für jeder von uns bezahlt am Kreuz. Und in der zweiten Woche, wir haben gesehen, wie nötig wir waren. Wir waren alle tot geboren, könnte man sagen, getrennt von Gott. Nicht natürlich, sondern geistlich in unser Herzen. Wir waren nicht mit Gott vereint. Das hat Adam weggeworfen. Aber Jesus kam, um uns die Möglichkeit zu geben, Kinder Gottes genannt zu werden. Sogar, wir haben gelernt, wir haben Macht und Vollmacht von Jesus empfangen. Macht, Exousia, dieses delegierte Autorität. Und auch Kraft, Dunamis, die Fähigkeit im Namen Jesus zu dienen, zu beten. Und Gott steht dahinter diesem Namen. Die ganze Kraft Gottes sogar steht hinter dem Namen Jesus. Und du und ich, wir sind ausgestattet mit dieser Macht, mit dieser Kraft. Und dann haben wir gesehen, wir sind mit Christus mit auferweckt und mit versetzt in himmlische Regionen. Wir sitzen jetzt in einer Position von Autorität mit Christus heute Morgen. Und obwohl wir sitzen hier im Gottesdienst heute Morgen, Christus sieht uns, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit ihm, mit auferweckt, mit versetzt. Gekleidet wieder mit Herrlichkeit und mit Pracht. Und ich weiß, das ist herausfordernd. Wenn wir uns selber anschauen in den Spiegel morgen früh, wir denken, ich sehe keine Herrlichkeit und Pracht. Aber Gott sieht dich so. Und wir müssen lernen, unsere Stellung anzunehmen als Kinder Gottes. Und so letzte Woche, wir haben begonnen zu sehen, eigentlich, wie einfach das ist, diese Autorität auszuüben. Sogar Kinder und Säuglinge im Geist. Er redet von Kinder Gottes. Er redet von jemandem, der in Christus ist wie ein Baby in Christus, ein Säugling in Christus. Jeder Kind Gottes kann Autorität ausüben. Wir haben 2 Wege erwähnt letzte Woche, einen angeschaut und wir schauen den zweiten an heute Morgen. Die erste war unser Lobpreis. Was wir gerade getan haben, als wir gesungen haben. Gott wohnt in der Lobpreis seines Volkes. Und Gott hat das ermöglicht, dass jeder Kind Gottes durch seinen Lobpreis den Feind zum Schweigen bringen können. Er hat gesagt in der 8. Psalm, deswegen gab er uns diese Macht der Lobpreises, damit der Feind zu Schweigen kommt. Und den Rachgierigen, dass sein Mund gehalten wird. Und wir haben schon gesehen, dass allermeist, was der Teufel bringt in unser Leben, sind Lügen. Er schießt feurige Pfeile hier in unsere Gedanken. Das ist das Schlagfeld von unserem großen Kampf. Nicht da draußen, nicht direkt gegen einen Dämon. Es ist hier. Die Frage stellen, hat Gott wirklich gesagt? Wird Gott das wirklich tun? Nein, das kann nicht für mich passieren. Vielleicht für jemand anderen, aber nicht mich. Ich bin nicht geistlich genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht würdig genug. Und die ganze Zeit, du bist genauso jetzt, wie Adam war. Sieh, was hat der Teufel Adam gesagt? Gott weiß, wenn du von diesem Frucht isst, du wirst genauso sein wie Gott. Adam war die ganze Zeit wie Gott und hat es nicht mehr gemerkt.
Du bist jetzt ein Sohn, eine Tochter Gottes. Du bist jetzt wieder gekleidet mit Herrlichkeit und Pracht. Du bist jetzt mit auferweckt und mitversetzt mit Christus heute Morgen. Du sagst, aber ich fühle mich nicht so. Es hat nichts zu tun mit deinen Gefühlen. Deine Gefühle machen dein Leben wie ein Jojo. Einmal oben, einmal unten. Vertraue deine Gefühle nicht. Vertraue mit ganzem Herzen, was Gottes Wort sagt. Wer du bist, was du hast und was du sein kannst. So, wir schauen das ein bisschen genauer an. Es gibt ein altes Buch, vielleicht es gibt immer noch auf Deutsch, bin ich selber nicht sicher. Es war von einem chinesischen Christ, der eigentlich ein Vater ist von den Hauskirchenbewegungen in China, die heute Hunderte von Millionen von Menschen für Jesus erreicht. Und sein Name war Watchman Nee. Watchman Nee ist 1909 geboren. Und Gott hat ihn mächtig benutzt in China. Und die Auswirkung seines Dienstes ist immer noch im Gange. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Sitze, Wandle, Stehe. Sitze, Wandle, Stehe. Und es war eine Exegese, es war eine Auslegung von dem Epheserbrief. Und wir haben vieles im Epheserbrief gelesen in den vergangenen 3 Wochen. Und er hat gesagt, dass wir müssen verstehen, dass jeder Christ muss lernen, was es heißt, in Christus zu sitzen, was es heißt, in Christus zu wandeln und was es heißt, in Christus zu stehen. Na, wir haben Sitzen angeschaut. Das ist unsere Stellung mit Christus, dass wir sitzen mit ihm in himmlischen Regionen. Wir haben über dieses Wandel letzte Woche ein bisschen angeschaut, wie unser Leben könnte ein Lobpreis sein. Und da vielleicht gehen wir einen Tick tiefer hinein und dann schauen wir, was es heißt zu stehen in Christus. Zuerst, was sagt das Wort Gottes über Wandeln? Römerbrief Kapitel 12, Vers 1. Wir fangen dort an, weil manchmal Menschen verwechseln nur Gesang und Lieder mit das A und O vom Lobpreis. Und natürlich, sicherlich, unsere Lieder helfen uns, unser Augenmerk auf Jesus zu richten. Aber unser Lobpreis geht viel weiter als nur, was wir tun, kollektiv am Sonntag. Oder wenn du in dein Auto sitzt oder unter der Dusche stehst und du fängst an zu singen. Das gehört dazu, aber das ist nicht das Ende von was Lobpreis ist. Eigentlich Lobpreis ist dein ganzer Lebenswandel. Schauen wir das an, Römerbrief Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, hier, diese natürliche Behausung, deine Seele, dein Geist wohnt hier drinnen, dieses verborgene Mensch des Herzens. Der äußere Mensch wird älter. Paulus sagt, er wird zugrunde gehen. Dankeschön. Aber der innere Mensch, dieses verborgene Mensch, wird erneuert, Tag für Tag. Und er sagt hier, mit euren natürlichen Leiber, schau, was wir tun sollen, dass ihr eure Leiber da bringet aus ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Nicht nur Spende mit Geld. Opfer. Dein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen, ist, was Gott sucht. Und das nennt Gott Lobpreis. Sieh, wenn du merkst, dass das Lobpreis ist, deine Einstellung, auch wenn du hast kein wirklich großes Gefühl, in die Arbeit zu gehen, aber du tust das trotzdem, Gott wird dein Leben segnen. Weil Gott sieht das als etwas Geistliches und etwas, was mit Lobpreis zu tun hat. Bring deinen ganzen Leib, das heißt dein Talent, deine Zeit, deine Bemühungen, was du bist und was du tust. Lass das für Gott und zu Gott tun. Und wisst ihr, Gott wird dich segnen. Weil das sieht Gott als Lobpreis. Deine gute Einstellung, die du reinbringst in die Arbeit, ist für Gott Anbetung. Er sagte, bringt deine Leiber aus ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Viele Christen sind wirklich nicht vernünftig. Die sind manchmal übergeistlich. Gottesdienst ist nur, was wir tun am Sonntag. No. So Lobpreis ist viel mehr als nur ein Gesang oder ein Lied zu singen. Es ist ein Wandel. Das ist, was Watchman Nee meinte. Wir sitzen mit Christus, Epheserbrief Kapitel 2, das war Woche 2 für uns. Aber wir wandeln
aus einem offenen Brief. Und das sieht Gott aus Lobpreis. Schau, was Epheserbrief sagt über Wandel, dein Wandel. Wir lesen nur ein paar Stellen. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. So, du bist vom Neuen geboren, getrennt von deinen guten Werken, aber jetzt, dass du zu Jesus gekommen bist, Gott hat gute Werke für dich vorbereitet. Schau, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So, wenn du beginnst, Gott zu kennen und dieser Werk Gottes, die Gott ausgedacht hat für dein Leben und du tust das, wow, das ist Lobpreis. Das ist vernünftig. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Epheserbrief Kapitel 4, Vers 1. Paulus sagte, so ich ermahne euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, zu welcher ihr berufen worden seid. Einige sitzen da und sagen, berufen, ich bin nicht berufen. Yes, du bist berufen. Jeder Mensch ist berufen, Gott zu kennen. Und wenn du sagst Ja zu Jesus, du bist jetzt berufen zur Gemeinschaft mit Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Berufung ist nicht, oh, der Pastor ist berufen oder Stefan, der Evangelist oder Andi. Der Evangelist geht nach Pakistan, da ist Berufung. No, der höchste Berufung, das ist Arbeitsbeschreibung. Pastor ist nur eine Arbeitsbeschreibung. Evangelist ist nur eine Arbeitsbeschreibung. Sogar ein Apostel ist nur Arbeitsbeschreibung. Der höchste Berufung, die du von Gott bekommen kannst, und wir alle bekommen das, ist die Einladung, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und Paulus sagte, wandle, lebe würdig dieser Berufung. Weil es ist heilig. Schau dich selber nicht so klein an. Aber was sagen wir über Gottes Werk? Du bist jetzt Gottes Werk. Erschaffen in Christus. So wandle würdig dieser Berufung. Epheserbrief Kapitel 5, Vers 2. Das ist alles, was Epheserbrief sagt über Wandel. Und wandle in der Liebe. Ja, gleich wie Christus uns geliebt. Na, da ist ein Hammer. Nicht eine Liebe, die du denkst, passt. Ich liebe diejenigen, die nett sind zu mir. Sorry, Christus hat dich geliebt, bevor du ihn kennengelernt hast. Paulus sagte uns im Römerbrief, als wir Feinde Gottes waren, hat Gott uns geliebt. Wir müssen viel mehr lernen, zu beten, geduldig zu sein. Mit Menschen, die vielleicht nicht immer liebenswürdig sind. Weil wir sind hier herausgefordert, aus Lobpreis, aus Lebensstil, aus Wandel, Menschen zu lieben, wie Christus geliebt. Du sagst dann, wie ist das möglich? Weil der Liebe Christi ist jetzt in dir hineingekommen, durch den Geist Gottes. Der Liebe Christi, die Fähigkeit zu lieben ist in uns. Wir wissen es manchmal nicht. Es muss entdeckt, es muss entwickelt. Aber das Potenzial ist in jeder Einzelnen von uns. Wandel in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, aus Gabe und aus Opfer vor Gott. Sieh, jedes Mal, wenn du etwas tust, etwas Nettes tust zu jemandem, der es nicht verdient hast, das war Opfer, das war Lobpreis, das war Anbetung. Gott sieht das als ein vernünftiger Gottesdienst. So, wir sollten verstehen, wir können Macht ausüben durch unser Lebensstil sogar, durch unsere Anbetung, aber auch durch unser Gebetsleben. Und hier allermeist sollten wir lernen, Autorität auszuüben. Für dein Leben, für deine Familie, für deine Arbeit, für deine Gemeinde, sogar für dein Land. So kannst du dein Leben anders gestalten, wenn du lernst zu beten für die Obrigkeit. Weil unsere Gebete haben eine Menge Kraft in sich. Gottes Wille geschieht nicht automatisch. Jemand muss in der Riss stehen. Jemand muss zuerst es hervorbeten. Jesus hat uns sogar gelehrt, bete, Vater, dein Wille geschehe auf die Erde, wie es ist im Himmel. Es geschieht nicht, ohne dass jemand solche Gebete ausspricht. Was ist Gottes Wille für Deutschland? Was ist Gottes Plan für München, für Feldkirchen? Was ist sein Plan für deine Familie? Was ist sein Plan
für deine Arbeit? Was ist sein Plan für die Gemeinde? Well, zuerst können wir beten, dass Gottes Wille geschieht, aber wir müssen auch lernen, in der Riss zu stehen und unser Feld zu halten, weil wir haben einen Feind in dieser Welt, der nicht möchte, dass der Plan und Absicht Gottes zustande kommt. Nur weil es Gottes Wille ist, heißt nicht, es wird automatisch zustande kommen. Denk an Israel. Was für ein Beispiel. Es war Gottes Wille, in das verheißene Land hineinzukommen. Hat die erste Generation unter Mose das erlebt? No. Die sind nicht hineingegangen, nicht weil es nicht Gottes Wille war. Die haben selber eine Lüge geschluckt. Wir sind zu klein, die Mauern sind zu groß, die Menschen dort sind wie Riesen, wir können es nicht schaffen. Und Gott sagt, okay, was du sagst, bekommst du. Du sagst, dass du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Du hast Autorität. Epheserbrief Kapitel 6, Vers 11. Zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an, Vers 11, damit ihr den Kunstgriffe des Teufels gegenüber standzuhalten vermöget. Kunstgriffe, Tricks. Er ist sehr geübt. Er hat tausende von Jahren Übungen, uns Menschen auszutricksen, damit wir immer wieder Gottes Verheißungen in Frage stellen. Nichts Neues. Er weiß genau, welche Buttons zu drücken in dein Leben, damit du auf 180 gehst. Er kennt dich sehr gut. Und denke nicht, dass er das nicht tut. Er möchte dich in Verdammnis bringen. Er möchte dich aus deinem Glauben wegrauben. Er möchte dich in Verzweiflung hineinführen. Er möchte, dass du an alles zweifelst, was du weißt, in Gottes Wort dir zur Verfügung steht. Und in solchen Momenten musst du die Kraft Gottes anziehen und dann musst du lernen, mit der Waffenrüstung Gottes dein Feld zu behalten. Schau den nächsten Satz an. Denn unser Kampf richtet sich nicht weder Fleisch und Blut. Könnt ihr daran erinnern, wir haben in der zweiten Woche vom 2. Korintherbrief gelesen, dass obwohl wir im Fleisch, obwohl wir in dem natürlichen Leben, unser Kampf richtet sich nicht nach Fleisch und Blut und nicht nach fleischlichen Mitteln. 2. Korintherbrief Kapitel 10, haben wir das gelesen? Unsere Waffenrüstung ist mächtig durch Gott. Und hier beschreibt Paulus, was er meinte. Denn unser Kampf richtet sich nicht weder Fleisch und Blut, sondern weder die Herrschaften, weder die Gewalten, weder die Weltbeherrscher der Finsternis, weder der geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Du wusstest nicht, dass das alles um dich herum im Gange war. Und so ist das. Ein Krieg tobt um dich herum, um dich abzulenken von der Absicht und dem Willen Gottes. Und du merkst es nicht. Du denkst, es ist nur deine Laune. Sorry. Wenn du wirklich für Gott leben möchtest, dann musst du zurückkommen mit diesen Aussagen. Du musst lernen zu sitzen mit Christus in Autorität. Du musst lernen zu wandeln in der Liebe als lebendiges Opfer und Lobpreis vor Gott. Und du musst lernen, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, damit du fähig bist, dein Feld zu behalten. Und das wird er jetzt gleich sagen. Weil es geht alles um eines, dass du abweichst, dass du weggehst, dass du abgelenkt bist von dem Ort, wo Gott dich haben möchte. Habt ihr es gehört? Geistige Kriegsführung hat zu tun mit der Plan und Absicht Gottes für dein Leben. Und alles, was gegen dich kommt, hat zu tun mit dir zu entmutigen, für Gott zu leben. So einfach ist das. Weil der Teufel weiß, wenn du für Gott lebst, anderen Menschen werden geholfen. Und solange dass du in einer Situation bist, wo du weiterhin Menschen dienst und helfst, dann bist du gefährlich. So das beste Weg, wie er dich außer Gefecht bringen kann, er bringt dich in eine Depression, er bringt dich in Verzweiflung, er bringt dich in eine schlechte Laune, er bringt dich, dass du alles in Frage stellst. Und das Nächste, was du weißt, ich habe keinen Bock, ich gehe nicht in die Gemeinde, ich habe keinen Bock, ich möchte nicht beten, ich habe keinen Bock, ich möchte meine Bibel nicht mehr lesen. Und das Nächste, was du weißt, du bist so weit weg vom Fenster. Ich weiß, keiner von euch hat das je erlebt. Aber ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Wenn du das nachgibst, so schnell kannst du vom super Halleluja-Mensch zu bitte, komm nicht mehr mit der Bibel. Ich kenne das schon.
Für mich als Pastor, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber Pastor, das kenne ich schon, dann weiß ich, dass ich ein Problem vor mir habe. Warum? Weil du kannst niemandem helfen, der nicht merkt, dass er Hilfe braucht. Wenn du alles schon weißt, wenn du alles schon tust, was kann ich dann tun, zu helfen? Aber hinter der Kulisse, ich kann dir jetzt zeigen, was im Gange ist. Der Feind kommt mit solchen Dingen. Wir müssen es weiterlesen, sonst siehst du das nicht so, wie du das sehen sollst. Hier, Vers 13. Deshalb ergreifet die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget. Es gibt bösen Tage. Leider, so ist das. Es gibt Tage, die bösen Tage kommen nicht mit Ankündigung. Das habe ich festgestellt. Oh, hier ist ein Brief vom Teufel. In 3 Tagen wirst du einen bösen Tag. No, die erwischen dich aus dem Nichts, ein blinder Winkel. Boom. Und du denkst, von woher kam das? Und an dieser bösen Tage, du musst wissen, wer du bist, was du hast und wozu Gott dich berufen hast, damit du dein Feld behalten kannst. Stehe mit Christus und behalte den Feld, was Gott für dich vorbereitet hat. Schau, ergreife den ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag so widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten. Welches Feld? Den Ort, wo Gott dich haben möchte? Für deine Familie, für deine Arbeit, für deine Gemeinde, für deine Berufung. Bleib fest, wo Gott dich haben möchte. Spiel nicht rum oberflächlich mit das. Es gibt Menschen, die oberflächlich mit solchen Entscheidungen treffen. Pastor, ich habe das Gefühl, ich sollte hier und hier jetzt gehen. Meine Zeit hier ist vorbei. Und ich denke, wait a minute, hat Gott dir das gesagt oder ist dein Gefühl? Selten kommt jemand und sagt, Gott hat zu meinem Herz gesprochen. Meistens mein Gefühl. Wo ich zur Gemeinde gehe, das wusste ich vor 40 Jahren, wo ich zur Gemeinde gehe, ist lebensentscheidend für meine eigene geistige Gesundheit. Ich muss an einem Ort sein, wo das Wort wird verkündigt, wo Menschen wirklich Gott vertrauen. Und ich weiß, wenn ich sage, ich habe Not, dass die werden für mich beten, bis die Not vorbei ist. Nicht nur, weil Menschen nett sind. Ich sage, Menschen sind ziemlich nett überall, meistens. Aber ich muss wissen, es gibt einen Ort, wo sie bereit sind, den Feld zu behalten. Das heißt Kriegsführung. Das heißt, im Gebet zu stehen. Na, wenn all das würde nicht so wichtig sein, warum hat Paulus so viel Zeit in Anspruch genommen, in so viele Briefe diese Dinge uns zu sagen? Weil wir sehen das nicht im Natürlichen. Das ist alles in der unsichtbaren Welt im Gange. Wir lesen es zu Ende, bevor wir zu Ende kommen. Es heißt hier, so steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit der Panzer der Gerechtigkeit, in die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen, bei dem allen aber ergreifet den Schild des Glaubens, mit welchem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewecks auslöschen könnten. Und nehmet den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Und dann bei allem Gebet und Flehe bete, aber jederzeit im Geist. Und bete für mich, dass ich das Wort verkündige, wie ich das tun soll. Er beschreibt einen Krieger in der damaligen Welt. Ein Helm. Dieses Helm beschützt deine Denkweise. Und er nennt das Helm des Heils. Du musst wissen, dass du ein Christ bist. Dass du ein neuer Mensch bist in Christus. Dein Heil oder dieses Rettung, was Jesus dir schenkte, verändert alles. Und du musst lernen, das hier oben in deine Gedanken immer wieder neu anzuschauen. Dein Panzer der Gerechtigkeit ist wie ein Schild, das dein Herz bewahrt. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Heute Morgen, wir werden das Abendmahl feiern. Wenn wir das Kelb nehmen, was heißt das? Sein Blut hat uns rein gewaschen. Ich bin jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Du musst dein Herz bewahren und beschützen. Du musst dieses Gurt der Wahrheit. Und dieses Gurt damals, die Männer hatten wie ein Kleid, ein langes Kleid gehabt. Und als sie im Krieg gingen, dieses Gurt wurde hier durch ihre Beine gezogen, damit sie frei bewegen könnte.
Gott möchte, dass du frei bewegst durch das Evangelium im Leben. Nicht gebunden sein, sondern frei, dorthin zu gehen, wo Gott dich sendet, um dort zu tun, was Gott durch dein Leben tun möchte. Er sagte, nimm das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und das Wort hier für Wort ist Rhema, nicht Logos. Logos ist das allgemeine Wille Gottes, was auf den Seiten gedruckt ist. Aber Rhema ist das ausgesprochene Wort. Du darfst das Wort nehmen und aussprechen. Es ist wie ein Schwert. Denk an Jesus, als er vor dem Teufel stand. Er sagte, es steht geschrieben. Das war das Schwert des Geistes. Das musst du nehmen. Das musst du nehmen. Und deine Füße müssen mit diesen Stiefeln, der Bereitschaft hinzugehen und mit Menschen zu reden über das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Wenn du das tust, wenn du das lebst, wenn du so stehst im Leben, du wirst dein Feld behalten. Und jeder von uns hat ein Feld. Du kannst mein Feld nicht haben und ich kann dein Feld für dich nicht in Besitz nehmen. Es gibt keine Konkurrenz. Es gibt keinen, wer hat den besseren Acker? Wer hat den besseren Grundstück? No, nicht bei Gott. Nicht bei Gott. Wir alle haben ein Feld, die maßgeschnitten für uns von Gott ausgedacht war. Und ich habe eine Neuigkeit für dich. Du bist fähig, dein Feld zu behalten. Vielleicht denkst du nicht, dass du fähig bist, aber du bist fähig. So, du musst sitzen mit Christus, wissen, du bist mit ihm identifiziert, mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden und ich sitze jetzt mit ihm. Wie es heißt, rechtster Vater, ich sitze hier in einer Position von Autorität und Macht. Mein Wandel im Leben ist ein Ausdruck des Anbetungs. Was ich tue, ehrt Gott in allem. Das ist wahrer Lobpreis. Und ich behalte mein Feld. Ich stehe hier fest in Christus. Sitze, wandle, stehe.